Hey und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute werde ich darüber reden, wie man als Schüler neben der Schule Geld verdienen kann. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange und beginnen gleich. Also der erste Punkt ist Nachhilfe geben. Auch wenn man jetzt zum Beispiel nicht so gut in der Schule ist, kann man trotzdem Nachhilfe geben, weil zum Beispiel angenommen, man ist in der Oberstufe, dann kann man immer noch einem Kind aus der ersten oder zweiten Unterstufe oder überhaupt Volksschule Nachhilfe geben, weil den Stoff, der ist einfach und den sollte man trotzdem können, auch wenn man jetzt zum Beispiel in anderen Fächern nicht so gut ist. Und das mache ich halt auch sehr oft und das lohnt sich halt wirklich, weil man bekommt Geld dafür und gleichzeitig macht es halt Spaß, dass man mit kleineren Kindern zusammen lernen kann, ihnen helfen kann, dass sie eben besser in der Schule werden oder ja. Ist halt auch schön, wenn man halt so selber irgendwie so komische Lösungswege hat, wie man ein Beispiel löst. Und dann nimmt das Kind das halt auch an und versteht deinen Lösungsweg halt besser als den von der Lehrerin, obwohl deiner irgendwie voll komisch ist. Und das ist halt schon auch dann cool, wenn man weiß, dass man jemandem geholfen hat. Dann der zweite Punkt, den ich persönlich am meisten mag, ist Babysitten gehen. Das mache ich wirklich so gerne und das macht so viel Spaß und es ist auch so süß, wenn man halt so auf kleine Kinder aufpasst und die sind halt so lustig teilweise und da ist man auch echt gut bezahlt. Das wollte ich noch zur Nachhilfe sagen. Ich zum Beispiel verlange pro Stunde 10 Euro bei der Nachhilfe und beim Babysitten verlange ich für ein Kind 10 Euro in der Stunde, für 2 Kinder 12 und für 3 Kinder 15. Und das ist eigentlich wirklich ein fairer Preis und es kommt schon viel zusammen, weil zum Beispiel ich babysitte eine Familie, die sind 3 Kinder und da kommt wirklich viel Geld zusammen, wenn man da 3 Stunden oder so babysittet und eigentlich man muss nicht wirklich arbeiten, sondern man macht einfach was man gerne macht und dadurch ist es dann halt um so vieles besser, wenn du Geld dafür bekommst für etwas, was man gerne macht. Und ja, es ist eigentlich wirklich immer lustig und ich babysitte halt nicht so Familien, wo ich so hingehe, die Kinder gehen schlafen und ich muss nichts mehr machen, sondern ich mache das halt schon so, dass ich immer mit den Kindern auch spielen muss und ja, das ist wirklich echt cool. Dann der nächste Punkt sind so Gelegenheitsjobs. Das habe ich auch relativ oft gemacht, weil zum Beispiel bei verschiedenen Fußballvereinen kann es sein, dass sie halt hin und wieder bei so großen Veranstaltungen nach Helfern suchen und da kriegt man halt dann auch Geld in der Stunde. Einmal bin ich in so einer Grillhütte gestanden und habe einfach Essen und Trinken verkauft und das ist jetzt auch nicht schwer, das schafft eigentlich so gut wie jeder, weil du hast eher ein Kassensystem, das ist rechnen muss man auch nicht. Also das habe ich auch geschafft. Und ja, das ist auch einfach, man kriegt Geld dafür und es ist halt zusätzlich auch lustig, wenn man mit anderen Leuten da zusammenarbeitet und man hat eigentlich immer Spaß. Ja. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel, jetzt sind halt überall die Testungen, die Corona-Testungen. Und da wird so viel nach Freiwilligen gesucht, die helfen. Und das habe ich auch gemacht. Ich war so oft helfen jetzt schon. Und das ist auch nicht wirklich schwierig, weil ich zum Beispiel war die letzten Male halt immer Ordner. Das heißt, ich habe die Leute einfach begrüßt, habe sie gefragt, ob sie schon mal da waren oder ob sie sich vorangemeldet haben. Wenn ja, dann konnten sie gleich zur Anmeldung weitergehen. Und wenn nicht, dann habe ich ihnen halt gesagt, wo sie sich nachregistrieren müssen. Und das ist halt wirklich das Einfachste, was man machen kann. Und eventuell kriegt man dann auch sogar noch Geld dafür. Und es ist halt, ja, und es ist lustig, weil man trifft Leute wieder mal, viele ältere Leute vor allem schreien einen dann einfach an und erzählen einem irgendwas oder so und es ist wirklich lustig. Und beim nächsten Mal zum Beispiel, wenn ich wieder helfe, dann bin ich dann, glaube ich, bei der Anmeldung. Dann nimmt man einfach die Daten auf, von denen die kommen und gibt ihnen dann eben ihren Test und den Zettel, wo ihr Code draufsteht, um das Testergebnis nachzuschauen und das war's. Das ist eigentlich auch gar nicht schwierig und man kriegt vielleicht Geld dafür.
Und der letzte Punkt, den eigentlich wirklich jeder machen kann, dafür braucht man gar nichts außer einfach alte Sachen, weil jeder hat eigentlich altes Gewand oder alte Spielsachen oder ein altes Handy und man braucht gar nicht so nachdenken, dass man selber die Sache nicht mehr cool findet, weil es gibt Sachen, da reißen sich die Leute drum und man hat keine Ahnung warum, weil das eigentlich so komische Sachen sind, von denen man nicht gedacht hätte, dass das irgendwer haben will. Und deswegen, man kann einfach zum Beispiel auch viel haben oder so, kann man das dann online stellen. Und das ist wirklich so einfach, das zu machen. Und dann, wenn es keiner will, ist es ja auch nicht schlecht, aber wenn man halt mehrere Sachen hat, dann wird sicher irgendwas davon weggehen. Und wenn man Glück hat, geht sogar alles weg und dadurch kriegt man dann auch Geld. Und meine Mutter zum Beispiel, die macht das auch sehr viel. Und da ist es dann halt so, sie wartet teilweise 3 Jahre, bis es irgendwer nimmt, aber im Endeffekt nimmt es dann jemand. Das heißt, man braucht einfach ein bisschen Geduld, man darf nicht glauben, dass es innerhalb von 2 Tagen weggeht, aber im Endeffekt kann man dann halt schon wirklich Geld damit verdienen, wenn man einfach alte Sachen, die man nicht mehr braucht, verkauft. Und zum Beispiel auch Handys, auch wenn das Handy jetzt schon einen Sprung hat oder so, kriegt man es trotzdem noch los, auch wenn es halt zum Beispiel, keine Ahnung, 50 € weniger ist als jetzt ein Handy ohne Sprung. Aber hier zum Beispiel für mein altes Handy haben wir auch 200 oder 250 € noch bekommen. Und das ist halt schon viel, wenn man das einfach bekommt. Und ansonsten wird das Handy halt einfach nur herumliegen. Und der letzte Punkt, über den ich reden will, der kommt dann in dem nächsten Video, weil ich arbeite gerade an einem sehr großen Projekt, mit dem ich dann auch hoffentlich Geld verdienen werde. Aber das werde ich dann im nächsten Video erzählen, woran ich gerade arbeite. Also seid gespannt, was da dann kommt. Es ist wirklich groß und wirklich cool. Und ja, ansonsten war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder so, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Oder ich verlinke auch meinen Instagram-Account, da könnt ihr mir auch gerne schreiben. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!